franchise owners will be here Friday to look for compensation package or plan for you. Because as we don't go to Daedalus this night, we lose the chance to go to Daedalus Reef. Hallo liebe Freunde, hallo aus Elphinstone. Richtig gehört, nicht Daedalus, Elphinstone. Seit vorgestern Abend, 22 Uhr, sind wir nach Port Galip durchgefahren, um am Vormittag das Schiff zu wechseln und direkt wieder nach Daedalus auslaufen zu können. Aus angekündigten 12 Stunden Fahrt wurden 18. Jetzt sind wir also auf der Aggressor. Gegen 16:30 Uhr war klar, die Genehmigung zum Auslaufen wird heute nicht mehr erteilt. Somit nicht nur ein kompletter Tauchtag verschenkt. Nein, Freunde, sagen wir, wie es ist. We lose the chance to go to Daedalus Reef. Nach Daedalus kommen wir auf dieser Reise nicht mehr. Und nicht nur das, die Aggressor wurde außerdem als Dayboat klassifiziert. Das heißt, wir können hier nur noch 2 Tage, jeweils morgens raus, sobald die Küstenwache uns freigibt, und müssen spätestens um 18 Uhr wieder im Hafen sein. Die Stimmung ist, sagen wir es nett ausgedrückt, angespannt. Denn für viele war Daedalus ja der eigentliche Grund, genau diese Reise zu buchen. Am Freitag nach dem Anlegen wird es daher dann hier an Bord noch ein Krisenmeeting mit einem Offiziellen von Aggressor geben. Dazu dann aber mehr in der letzten Episode in meinem gesamten Review. Aber was sollen wir machen? Es liegt ja nicht in unserer Hand. Und deshalb sind wir jetzt in Elphinstone. 2-mal habe ich hier schon getaucht, 2-mal hat der Longi sich nicht blicken lassen. Ob wir diesmal Glück haben und uns Auge in Auge mit dem Hochseehai wiederfinden. Also Freunde, erstmal genug geredet. Starten wir direkt ins Video. Let's go! Ja, Freunde, es ist halt ein Fluch. Wieder keine Haie am Elphinstone. Irgendwie
haben Haie wohl keinen Bock auf mich. Anders kann ich mir das nicht erklären. Kein Hai-Garantie ist mit mir an Bord jedenfalls gegeben. Aber das war ja auch irgendwie klar. Warum sollte nach allem, was jetzt diese Woche so schief ging, ausnahmsweise irgendetwas funktionieren? Fehlt eigentlich nur noch, dass dieses Boot in Flammen aufgeht oder sinkt, um alles noch schön abzurunden. Aber malen wir den Teufel mal nicht an die Wand. Was soll man auch machen? Außer Dekobier und für die Nacht wieder zurück nach Port Galip. Au revoir.